herzlich willkommen zur zweiten unserer Talkreihe LBBWA Talks. Eigentlich hätten wir uns jetzt auf der Art Cologne getroffen, stattdessen treffen wir uns auf Zoom. Ich freue mich sehr über meine Gäste. Das ist zum ersten Nadja Ismail. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin und Leiterin der Kunsthalle Gießen. Und Christian Jankowski, Künstler. Wir wollen heute über das Thema Kunst trifft Business, wenn Unternehmen sammeln, reden. Und wir haben gestern schon zum gleichen Thema mit dem Künstler Thomas Huber gesprochen. Also es geht immer darum, dass wir Künstlergespräche machen und dann außerdem mit einem Kurator, einer Kuratorin ein bisschen intensiver ins Gespräch kommen, um auch einen Kontext zu geben dieser Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg, die seit den frühen 70er Jahren zeitgenössische Kunst sammelt, erst vor allen Dingen auf Deutschland bezogen, dann auch international und interessanterweise ein ganz frühes Werk von Christian Jankowski gekauft hat. Und ja, Christian, vielleicht steigen wir da direkt ein. Was ist das für ein Werk? Also ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ich hab ja damals, als dieses Werk gekauft wurde, habe ich noch studiert in Hamburg. Und ich habe bei Professoren studiert, wo Kunst und Business eigentlich überhaupt nicht thematisiert wurde. Also Stanley Brown hat eigentlich weder sich selbst noch seine Arbeit fotografieren lassen. Also war eigentlich erstmal so für die Studenten gar nichts sichtbar, wie das aussehen könnte. Und auch Franz Erhard Walter hat mit uns eigentlich nie über so Galerie-Business oder irgendwas geschrieben und geredet. Es war Schmidt-Wulffen, Stefan Schmidt-Wulffen, der die Verbindung hergestellt hat und der zuständig war für die Sammlung da. Und ich habe den als Student kennengelernt und er hat mich da ziemlich begleitet, gerade in diesen, ja, in dieser Zeit, als ich da fast am Abschluss war, also die letzten 2 Jahre. Und der fand dieses Leben als Taube sehr spannend. Ich habe mit ihm mich oft getroffen und er sagte plötzlich, Mensch, hier die Arbeit mit den Siebdrucken, die du da machst und die du da entwickelst, das würde ich gerne mal mit nach Stuttgart nehmen und vorschlagen in so einer Sammlung da, dass man was machen kann. Und ja, das war natürlich ganz toll und ganz überraschend. Und als er dann zurückkam von diesem Treffen und sagte, ja, es wird gekauft, war das natürlich wahnsinnig toll. Das muss man wirklich sagen, das war mein erstes Werk, was so in eine Sammlung eingeflossen ist, also von einem Unternehmen. Ich hatte davor ein paar Leute, die mal was privat gekauft haben, weil das Leben als Taube war auch die erste Edition der Galerie, mit der ich dann anfing zusammenzuarbeiten, Klosterfelde. Und die haben ja Editionen vertrieben und so kam es von dieser Aktion, in der mich ein Magier in Antwerpen zu einer Taube verwandelt hat für die Dauer einer Ausstellung, zu diesem etwas, also auch vom Surrealismus in Belgien. Ich war großer Ensor-Fan und überhaupt Surrealismus-Fan, hat mich das dazu inspiriert, diese Arbeit zu machen und plötzlich war sie da und plötzlich bin ich dann auch nach Stuttgart das allererste Mal gefahren. Aber vielleicht. Wir gucken sie mal an. Also wir gucken zumindest mal rein und erinnern uns. So. We hebben hier dus vanavond verschillende artiesten. Die gaan zich aan u voorstellen. Maar voordat ik ze aan u ga voorstellen, wil ik dus eerst iets doen. Christian, moet ik eens met hier komen? Nou, Christian, begin. Goed? Ja, nou goed. Wat denkt er van Antwerpen? Hij kan het verder. Nou, dan schrijf je. Die zijn dingen hier. Ja, ik zal het aan het kijken stellen. Nou, beste mensen, als Christian aan u wordt
is allemaal muziek, hè. Ja, schade, der Christian ist eine Taube geworden. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das wieder stoppe. Da bin ich wieder. Tragisches Ende einer Ausstellungsvorbereitung. Christian ist eine Taube. Wollen wir verraten, wie es ausgegangen ist? Es ist komisch, gerade der Ton, ja, der kam jetzt gerade nicht direkt, aber der Ton eiert auch schon auf der Bühne, die ich da in Antwerpen aufgenommen habe. Ja. Aber es war schon für mich eine extrem schicksalshafte Arbeit. Insofern, dass sich unglaublich viel aus diesem Werk ergeben hat. Denn es fing an mit dieser Einladung von Guillaume Biel, der in Antwerpen ein paar Künstler eingeladen hatte. Ich war in der Gruppenausstellung auch, Jonathan Mese und Jon Bock damals. Und wir haben uns zu dritt überlegt, was mit Bühnen zu machen. Jeder auf seine eigene Art. Und als ich da dann stand, an dem Tag der Eröffnung und der Magier seine Bühne aufgebaut hatte und ich dann hochgerufen wurde, es ging ja auf eine Art auch alles, es sieht ja auch, es ist ziemlich trash, wie das alles gemacht hat. Auch der Trick im gewissen Sinne sollte dieser Vorhang früher eingewickelt werden. Ich sollte nochmal um die Ecke gucken. Es ist alles auf eine Art, es ist so, wie verschiedene Leute schreiben sich ein und verschiedene Künstler agieren da drin. Und auch sozusagen dieser etwas holprige Trick, der da stattgefunden hat, dieses Leiern dieser Musik. Aber ich stehe in diesem Vorhang und höre auf einmal diese Musik von Bach und mir geht auf einmal ein eiskalter Schauer über den Rücken, weil das genau das Lied war, was zu der Beerdigung meines Vaters direkt 2 Jahre vorher ausgesucht ist. Natürlich auch ein Klischee. Sehr viele Menschen lassen sich mit diesem R von Bach beerdigen auch. Aber so auch war das ein Wunsch meines Vaters. Und ich wusste nicht, dass dieser Magier das als so eine Übergangsmusik von einem Leben ins andere sich ausgesucht hatte, einfach als zur Untermalung seiner Performance dort. Und ich hatte das ja auch für mich an eine Bedingung geknüpft, dass ich tatsächlich für die Zeit dieser Ausstellung nur als Taube sichtbar und auf mich als Taube verwiesen wird. Also dieses komplette Verschwinden für diese Zeit spielt in dieses Werk auch mit rein. Und der Zufall wollte es, dass die Ausstellung zu Ende war am 21. April, was mein Geburtstag ist. Also das zweite Mal kamen dann Leute aus Berlin angereist und aus Hamburg, um meinen Geburtstag in Antwerpen zu feiern, was wieder so ein besonderer Moment ist. Und dann zu spüren, was mit dieser Arbeit hinterher passiert, weil ich habe auch über diese Arbeit die Galerie kennengelernt, mit der ich dann gearbeitet habe. Also ich habe ja schon als Klosterfelde, hat kurz danach angefangen, mit mir zu arbeiten. Auch aufgrund, weil die von dieser Story gehört haben, von dieser Performance. Und noch dazu kam dann die allererste Ausstellung bei Klosterfelde, in die Harald Seemann reinmarschiert ist, der diese Arbeit dann auch als einer der ersten überhaupt gekauft hat, nachdem die Landesbahn Baden-Württemberg auch gekauft hat. Und wo sich sehr vieles danach noch auch durch diese Begegnung und dieses Werk ergeben hat. Insofern ist es eine unglaublich schicksalshafte Arbeit. Und es ist irgendwie schön, die auch jetzt dazu wissen. Meine Geschichte ist sehr verknüpft auch mit diesen Bedingungen, wo dieser Übergang auch stattfindet. Also nicht nur da zwischen diesen Leben, sondern auch dieser Übergang von gar nicht wissen, wie sieht so ein Künstlerleben aus, kann man
Arbeiten verkaufen, findet man eine Galerie. Also 1000 unbeantwortete Fragen, mit denen ich da nach Antwerpen gefahren bin, dass dann aufgrund dieser Arbeit so viel passiert. Die Einladung zur Biennale nach Lyon, die dann auch so die allererste Biennale war, die ich mitgemacht habe, wo ich tolle Künstler kennengelernt habe, von Jason Rhodes bis, also es war wirklich ja, ein ganz besonderer Moment auch für mich in meinem künstlerischen Werdegang, ja. Hm. Nadja, wenn ich mir das Programm der Kunsthalle Gießen angucke, ist das sehr, sehr zeitgenössisch und sehr frei, interdisziplinär auch. Also ich habe gesehen, es gibt auch Performances, es gab mal Heiner Goebbels Ausstellung, jetzt im Moment die Ausstellung, die leider nicht zu sehen ist, aber eigentlich zu sehen wäre, ist auch finde ich also sehr, sehr interessant mit dem das Land Art im Museum ist. Es gibt Spinnweben im Museum. Also du bist keine Kuratorin, die jetzt so sehr straight irgendwie traditionelles Kunstverständnis hat. Wie würdest du die Kunstkonzeption von Christian Jankowski beschreiben, wie sie in diesen frühen Arbeiten sieht? Was ist das für eine Sorte Kunst? Was will die eigentlich? Also ich würde sagen, und das ist, finde ich, auch die absolute Qualität von dir, Christian, dass die Arbeit halt Impulse aus dem Sozialgeschehen, also eigentlich aus dem täglichen Leben aufgreift, die unglaublich viel aber mit der Kunstszene und dem vielleicht Künstlerdasein zu tun hat und gleichzeitig eigentlich auf alle Bereiche übertragbar ist. Und das macht sie halt mit einem gewissen Witz. Und Humor ist halt etwas, was ich jetzt auch nicht so häufig finde, gepaart mit einer präzisen Formensprache und einer präzisen Bildsprache, die gleichzeitig unterhält und aber eben auch die Sachen auf den Punkt bringt. Und das zieht sich durch deine Arbeiten, finde ich, tatsächlich flächendeckend. Es ist jetzt natürlich auch diese frühe Arbeit ist natürlich auch so eine Metapher für die Frage, wie kommt man eigentlich als junger Künstler, also wie kommt man in diese Rolle rein? Ne? Also er lässt sich dann einfach von einem Magier verwandeln. Also weil ich glaube, das ist doch eine Frage, die sich ein junger Künstler, eine junge Künstlerin einfach oft stellt irgendwie, weil das ist ja eben auch was ja nicht sozusagen selbstverständlich ist, sondern das ist ja in ganzen Jahrzehnten der Institutionskritik auch wirklich total viel reflektiert worden. Was ist eigentlich ein Künstler, eine Künstlerin und wie wird man das? Und das Schöne finde ich halt, dass bei Christian Jankowski das so offengelegt wird, dass es auch was Artifizielles ist. Also dass es eine Rolle ist, eine gesellschaftliche Rolle, die bestimmte Bedingungen hat und die man auch systemisch untersuchen kann. Ich weiß jetzt nicht, an wen das überhaupt ging. Ich finde, diese frühe Arbeit hat so viele Ebenen. Also ich finde es interessant, wie du sie selber siehst und auch reflektierst, Christian. Und was du gesagt hast, Elke, ich habe nämlich nochmal gesehen, dieser Transformationsprozess halt erster Teil. Also halt auch sich dieses, wie ich finde, glaube ich, auch ein großer Druck ist, dass man sich halt vielleicht als Künstler, Künstlerin immer wieder neu erfinden muss im Laufe der Zeit. Und gleichzeitig, wenn dieser Transformationsprozess sozusagen durchvollzogen ist und man ist dann oder du bist dann in der Rolle der Taube oder bist plötzlich eine Taube geworden, dann ist man ausgeliefert. Also dann bist du ja im Prinzip darauf angewiesen, dass andere dich gefüttert haben, rausgelassen haben. Und das ist halt dann auch einfach so ein bisschen, wie ich fand, übertragbar. Was passiert denn eigentlich mit einem Werk, wenn es in der Sammlung ist? Hat man darauf noch Einfluss oder wie ist dann sozusagen diese Art von Ausgeliefertsein oder eben auch Abgabe, vielleicht Trennungsschmerz der Kunst? Also, ja, schön, was ihr alles über diese Arbeit sagt. Ich habe gerade letzten Freitag eine Führung im Haus der Kunst gemacht, wo ja die Franz-Erd-Walter-Ausstellung, die ist jetzt gar nicht mehr öffentlich, weil das natürlich wegen Corona ganz schlimm war, dass da nicht viele Leute die gesehen haben. Aber es war, ich muss sagen, für mich auch sehr berührend, auch nochmal wieder Franz dort begegnet, meinen Professor der Arbeit so zusammen zu begegnen. Und ich habe dann eine kleine Führung gemacht, auch die dann aufgezeichnet worden ist. Aber ich muss auch sagen, dass das ist ja auch so ein Zufall, in welchen Kontext man sich so rein katapultiert als Student. Ich muss echt sagen, ich bin nicht nach Hamburg genau gegangen, um bei irgendjemandem speziell zu studieren. Ich bin nach Hamburg erstmal wegen Hamburg gegangen. Und danach habe ich geguckt und wollte dann erst Malerei machen, aber auf einmal landet man bei Franz-Erd-Walter, weil man den irgendwie interessant findet, mysteriös. Man weiß nicht genau, was er ist, was er macht. Er macht keine Skulptur, er macht keine Performance. Und auch diese Begegnung mit Stanley Braun, das ist ja wirklich sehr spezifisch, was für eine Kultur einem da vermittelt wird. Dass man auch sagt,
Sachen sind nicht sichtbar. Also du hast gerade auf Humor und auf Videokunst, all das liegt natürlich auch in den 90ern, da steckt was auch drin. Ja, ich habe natürlich auch als Aufwachsender gerne verstehen Sie Spaß oder versteckte Kamera und all sowas fand ich natürlich extrem spannend oder auch die Monty Pythons und das gefiel mir gut, dieser absurde Humor. Ja, aber doch, ich muss auch sagen, dass mich unglaublich interessierte auch diese ganze Minimal Art oder Land Art, dieser Walter de Maria Erdkilometer, der da reingehaut worden ist vor dem Fridericianum, wo man nur noch so ein Stück sieht. Und man weiß, was war das für ein Aufwand, den da reinzutreiben. Aber die Haltung, die dahinter steckt, dass man das einfach macht, auch wenn der visuelle Effekt absolut gering ist. Und so ein bisschen spielt für mich dieses Leben als Taube und das Geheimnis, was mit mir passiert ist in dieser Zeit. Das ist auch ein sozusagen, dass so Werke so ein Geheimnis haben und nicht alles sichtbar ist. Es ging mir bei Franz auch so. Bei der Beschreibung von Franz, es ist nicht die Performance. Man hat teilweise ein Objekt vor sich. Ist das ein Bild, was vor einem ist? Ist man in der Installation? Also sich so ein bisschen aus diesen, dass eine Sache nicht ganz das eine und nicht ganz das andere ist. Also geht es in vielen meinen Werken auch so, dass man nicht genau sagen kann, ich bin Videokünstler, weil ich mache nicht in dem Sinne jetzt eine Videokunst, weil ich ja auch bei Lebe als Taube war das der Nächste neben mir stehende, dem ich gesagt habe, bitte übernimm meine Kamera. Und ich habe nur gesagt, demjenigen, der diesen Raum gemacht hat, pass auf meine Kamera auf, bis die Ausstellung abgebaut wird. Ja, das hieß ähnlich auch. Das Gästebuch, was neben dem Taubenkäfig lag, wie du schon sagst, heißt, füttert mich. Aber bitte, natürlich auch die Bildproduktion muss bedacht werden. Eine Polaroid-Kamera lag da, macht Fotos von mir per Polaroid. Und ich konnte diese Polaroid-Motive auswählen. Und die Fotoserie ist ja nicht das Video, was in der Sammlung der Bank ist, sondern es ist die Siebdruckserie dieser 5 verschiedenen Plakate, die verschiedene Lebenssituationen beschreiben. Ne? Von dem Moment, wie man im Käfig sich ausruht, ruhend, irgendwie so ein kafkaesker Moment, wo man irgendwie am Boden ist, in irgendeiner Raumecke, angeblitzt. Eine andere Sache, wie man durch die Gegend fliegt, wo man auf einmal denkt, ja, es war kein schlechter Lebensmoment da, im dreidimensionalen Raum auch mal fliegen zu können. Ja. Aber in gewissem Sinne war es auch so ein Befreiungsschlag und es ist auch schön, jetzt auch nochmal mit euch sich anzugucken wieder. Und auch diese Qualität, diese Ästhetik dieses Videos, ja, es ist verdammt lange her. Aber trotzdem auch entspricht es komplett meinem Kunstbegriff bis heute. Ja, stimmt, das stimmt. Also es geht auch, glaube ich, immer darum, auch abzugeben. Also auch Leuten einfach Jobs zu geben. So, du machst es jetzt und so. Also dass man als Künstler nicht diesen Wahn hat, man sei das Genie, was in der Mitte alles macht, sondern man muss sich in die Gesellschaft einbringen und man muss die Leute auch benutzen und man muss ihnen Jobs geben und man muss sich irgendwie auch so reinkrallen in ganz viele überraschende Bereiche der Gesellschaft, womit wir 3 Jahre immerhin vorangekommen sind, ins Jahr 1999, zu einem Beitrag, den sich Nadja gewünscht hat, weil sie ihn besonders interessant findet. Das wird sie später auch noch erklären, warum. Und zwar Telemistica, das ist die Arbeit für die Biennale von Venedig. Ich versuche, meinen Bildschirm freizugeben. Und dann geht's los. Hallo? Buonasera. Buonasera. Maestro Vitale, ho sentito parlare molto bene di lei. Ah sì? Sì. Mi perdoni signore. Mi chiamo Christian. Cristian. Sì. Io ho una domanda per il mio lavoro. Sì? Sì. Scusa, io sono tedesco, mi dispiace, non parlo molto bene italiano. Neanche io parlo bene l'italiano, siamo in due. Per favore, parla lentamente. Sì? Ho un'idea per il mio lavoro e vorrei sapere se questa idea che ho avuto va bene, se è interessante, se è sufficiente e originale. Va bene. Da dove mi chiama lei, Cristian? Da Venezia. Da Venezia. Sì. Quanti anni ha? 31. 31? 31, sì. Sa mica il segno? Sono toro. Toro. Quindi in questi giorni ha fatto gli anni o li sta compiendo? Il compleanno. Compleanno?
compiere gli anni, praticamente quando uno, se lei è nato il 7 di maggio, il 5, quando compie gli anni? Il giorno del suo, della sua data di nascita? Sì, sì, 78. 78. 78, nell'anno 78. Sì, ma il giorno del mese di maggio, sì. Sì, aprile. Aprile, fine aprile? Che Fine giorno? aprile, 21. Prego? 21 aprile? 21 aprile. 21 aprile, sì. Sì, è l'ultimo giorno. Sì, sì, mi dispiace. No, ci manca. Però anche in Germania sapete qualcosa dell'oroscopo, sì. Sì. Anche dei maghi, sì. Sì. Esistono anche. Va bene. Allora, perché ha chiamato me? Sì, io sono artista, e sto pensando di un'opera d'arte. No, ok, ora le dico perché ha chiamato me. Perché un amico da Venezia mi parla di tu. Sì? Che parla di me. Sì. Allora, l'idea che lei ha, Christian, è decisamente positiva. Bene. Decisamente positiva. Gravita attorno a lei, alla sua persona o ambiente in quello che deve fare di artistico una persona di sesso femminile? Sì. Ecco, e questo è molto importante per il suo futuro. C'è veramente un punto di partenza dove lei se la cava con maestria, con destrezza. La carta del mago vuol dire anche quella. Il mago è punto di partenza, punto primo, causa e destrezza. E c'è un rinnovamento, cioè come se dovesse cominciare a fare qualcosa di veramente nuovo. Grazie. E lo fa con molto amore. Mm-hmm. Eccoci qui. Le dirò ancora di più. Guardiamo, questo uomo buono, onesto, 21 aprile. Va bene. Grazie, Christian. Grazie, molto grazie. Ma prego. Arrivederci. Ja, das war eine sehr positive Vorhersage. Es wird alles super laufen für den jungen deutschen Künstler. Christian, kannst du noch mal kurz erklären, was du da gemacht hast? Ein Projekt ist nicht geglückt davor. Und ich habe mich in Venedig wiedergefunden, relativ kurz vor dieser Biennale dort und habe abends im Hotelzimmer Fernsehen geguckt. Und mir fielen dort diese Wahrsager im Fernsehen auf. Und ich habe gehört, wie Menschen betroffen angerufen haben und gefragt haben, ob es mit ihrer Liebe gut weitergeht oder ob die, ob sie ökonomisch weiter vorankommen etc. Also auch besorgte Menschen dabei. Und ich habe mich eigentlich auch wiedererkannt in diesen Anrufern, weil auch ich war da und ich dachte auch, natürlich hat Venedig, ich musste auch an diesen David Sutherland-Film Decembro Rosso, der spielt auch in Venedig, da geht es auch um Wahrsagen da drin. Und auf einmal hat es für mich Klick gemacht und ich dachte, genau das musst du machen. Du musst jetzt Italienisch lernen und da auch anrufen und die wichtigsten Fragen zu dem Kunstwerk stellen. Auf eine Art sind das auch bleibende Fragen. Ich wollte einfach 5 Fragen stellen, die ich sehe in einem ewigen Zirkel. Man fragt sich, ist das eine gute Idee? Schaffe ich das, die zu realisieren? Ist die Arbeit schön? Weil erst wenn ich mit der irgendwie zufrieden bin, präsentiere ich. Das heißt, die 4. Frage ist, wie wird das Publikum darauf reagieren? Und die 5. Frage an den 5. Wahrsager, den ich anrief, war, bin ich selber bereichert worden durch diesen ganzen Prozess des Schaffens und des Arbeitens? Weil natürlich ist im Idealzustand so, dass man aus einem Projekt rauskommt und einem das fast so die Hand reicht ins nächste. Es gibt manchmal auch Sachen, wenn man aus so einem Rhythmus des Schaffens, oder mir geht es so, wenn ich aus so einem Rhythmus des Arbeitens rausgerissen werde durch Sachen und Pausen entstehen, merke ich, dass das irgendwie für mich wie so das Einatmen und Ausatmen, für mich ist Kunst machen auch so etwas bisschen wie Einatmen, Ausatmen. Ich arbeite immer im Dialog, dass ich durch eine Art von Zumutung oder Auftrag oder Möglichkeit anfange, ja, mir auf diese Situation zu reagieren. Und
deswegen ist die letzte Frage eben, die bin ich selber bereichert und kann das auch loslassen. Was eigentlich ganz schön wieder auf Nadjas Aussage von gerade eben zitiert, kann man ein Werk dann loslassen und in der Sammlung eingeben und dann wie jetzt 20, 25 Jahre später drauf gucken. Ist bei mir ja nicht ganz so dramatisch, dass jetzt alles nur Unikate wären. Das sind bei mir normalerweise Editionen. Ich mache meistens eine 5er-Edition von Arbeiten. Es gibt auch Unikate, aber mir ging das nur, also genau, auf eine Art ist es damit auch abgeschlossen, das Werk, und man muss es dann ruhen lassen, um sich auf was Neuem zuwenden zu können. Hm. Und auf eine Art ist es fühlt sich toll an, dass egal bei wem, und auch wenn es, ich weiß nicht, egal bei wem, ich sagte jetzt, als ich das sagte, sogar an Familienmitglieder oder so, wenn man das irgendwo einfach sieht, dass es da ist oder existiert und dass es irgendwo einen Platz gefunden hat, ist auch so ein Prozess nochmal stärker abgeschlossen. Es gibt auch Werke von mir, da gibt es eine 5er-Edition und nicht eine einzige hat sich verkauft. Ja, da fühlt sich natürlich irgendwie, die muss dann trotzdem gemacht werden. Das heißt jetzt nicht, dass es ein zweckloses Projekt war. Fragt sich auch immer in the long run, was passiert. Also manchmal werden auch Arbeiten wieder voll aktiviert, die lange irgendwo in der Schublade lagen, weil die werden einfach durch das Zeitgeschehen auf einmal, findet sich ein neuer Kontext, die einzubinden, auch vielleicht ein neues Werk, wo ich merke, das hat was mit dem zu tun und plötzlich kann man das auch wieder integrieren. Nadja, jetzt musst du noch erklären, was du besonders interessant fandst an der Arbeit. Also abgesehen davon. Nadja, sag mal, seit wann bist du eigentlich dabei? Ich habe immer mit Lutz Kasper irgendwie was zu tun gehabt. Ja, stimmt. Aber auch nie, das ging immer meistens über Bande, habe ich das Gefühl. Auch mit Lutz Kasper, der war immer, da meinte der Martin Klosterfelder, mein Galerist, ja, Lutz Kasper war mal wieder hier und so weiter. Und ich so, oh ja, gut. Und das sind jetzt die Interne aus der Sammlung, darüber wollen wir natürlich nicht. Nee, genau. Nee, da wollen wir doch alles drüber hören. Kann man das ganz kurz, also ich schiebe dann wieder zurück zum Inhaltlichen. Vielleicht kann man das kurz sagen, Lutz Kasper ist der Sammlungsleiter der LBBW und ich bin seit einem guten Jahr jetzt dabei. Genau. Als im kuratorischen Board sozusagen, in der Beratung, in der Auswahl der Werke, die da angekauft werden unter dem neuen Collecting Contemporary Programm, richtig? Genau, zusammen noch mit dem Gregor Jansen. Okay. Genau. Also das, und jetzt geht es wieder zu Telemistica. Ich bin grundsätzlich unglaublich fasziniert von Wahrsagerei. Also das ist etwas, auch wenn ich nicht dran glaube, glaube ich irgendwie latent trotzdem dran. Und insofern ist erstmal sozusagen das Thema als solches für mich von Interesse gewesen, weil es mich halt, wie gesagt, fasziniert. Und das, was du auch gesagt hast, du hast festgestellt, also Christian, dass du die Leute beobachtet hast. Man kann den Leuten ja dann eben in solchen Teleformaten auch zuschauen, was sie bewegt. Und ich will jetzt nicht das Wort Seelenstriptease nennen, aber es geht eigentlich in die Richtung. Ne? Die geben unglaublich viel Preis und erhoffen sich eine Antwort. Dann habe ich gedacht, naja, die Reihe heißt Kunst trifft Business, wenn Unternehmen sammeln. Und natürlich denke ich dann, das ist eben auch so eine globale Frage wieder, lohnt es sich zu investieren in eine künstlerische Position, in die eigene Zukunft? Habe ich das Vertrauen und so weiter? Also insofern erschien mir das irgendwie passend. Und eigentlich ist sozusagen das darüber sprechen in der Kunstszene, innerhalb des Fachpublikums untereinander, ist vielleicht teilweise gar nicht so unterschiedlich an manchen Stellen wie eben diese Wahrsagerei. Weil natürlich werden Werke immer produziert von einem bestimmten Hintergrund, die entstehen und die Rezeption macht natürlich auch nochmal was mit den Arbeiten. Ne? Also das heißt, das erschien mir irgendwie eine interessante Verflechtung und deshalb habe ich den Wunsch geäußert, dieses Werk auch irgendwie oder diese Sequenz jetzt zu zeigen, weil ich das einfach auch ziemlich gut passend für diese Reihe fand oder für diese Talks jetzt von der LBBW. Ja, das finde ich auch interessant dann unter dem Gesichtspunkt, da kann ich dann gleich mal nachfragen, also jetzt nur kurz, danach kommen wir wieder zu Christian zurück, aber was sind denn die Kriterien? Weil das ist ja eine Sammlung von einer Bank, aber die ist ja ganz offensichtlich nicht nur dazu da, dass die Bilder kaufen, die sich die Vorstände irgendwo hinhängen können. Das sieht man ja schon daran, dass sie dieses Video von Jankowski gekauft haben. Ich meine, was will denn eine Bank mit so einem Video? Würde man ja jetzt so ganz naiv sagen. Das heißt, das ist ja eine Sammlung, die schon einfach contemporary, also einfach auch seriöse Kunst sammelt, um einen Überblick zu haben oder so. Aber was sind die Kriterien?
Also die Kriterien, es gibt ja ein Sammlungskonzept, das heißt, es wird auch also es gibt eine gewachsene Sammlung, die eben schon recht alt ist und es gibt jetzt dieses 50-jährige Bestehen und vor einiger Zeit gab es eben eine inhaltliche Konzeption, nach welchen Kriterien man sammelt und da gibt es bestimmte Schlagworte, wo man sagt, das ergänzt die Sammlung sinnvoll um bestimmte Facetten und vor allem auch um das aktuelle Zeitgeschehen. Also jetzt mal um ein Beispiel zu nennen, das Zeitalter des Anthropozän ist halt ein Thema und immer aus dem Zeitgeist heraus entstehen natürlich viele Arbeiten, die sehr interessant sind und auch unglaublich zeitbezogen. Und da hat man sich eben überlegt, was könnte eben sinnvolle Weiterentwicklung der Sammlung sein in die Jetztzeit. Und es gibt halt da inhaltliche Kriterien. Und dann hofft man immer, dass man einen Jankowski trifft, der dann in 20 Jahren am besten auch noch gute Kunst macht, damit man wirklich sozusagen sagt, okay, man hat recht gehabt, die Arbeit zu kaufen. Ne? Also klar, es gibt natürlich gesetzte Positionen, wo man weiß, die haben ihren Platz in der Kunstgeschichte, aber es gibt natürlich auch die jüngere Position, die gekauft wird und wo man natürlich nicht wirklich weiß und es gibt keinen Garant dafür, wie die sich entwickelt. Ne? Aber ich finde, das ist ein Risiko, was man unbedingt auch in Kauf nehmen sollte. Die Arbeit, es gibt ja auch Arbeiten, die funktionieren wahnsinnig gut im Hier und Jetzt. Und auch wenn vielleicht danach nicht mehr gut irgendwas kommt, wo man denkt, da ist man wahnsinnig begeistert von, ist es aber für den Augenblick die gute Arbeit und die auch irgendwie in der Substanz dann bleibt als gute Arbeit. Das führt mich zu der Frage, wie verkauft man Kunst? Und das führt uns wiederum zu dem nächsten Werk von Christian Jankowski, was ich gerne zeigen möchte. Und zwar ist das Kunstmarkt TV. Das ist entstanden auf der Art Cologne. Ja, man sieht es jetzt gleich. Wir schauen mal kurz rein. Yoshitomo Nara. Und das Erste, was ich sagen will, er hat ein Bild verkauft auf einer Auktion, Kunstauktion, für $1.080.000. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Dieses Bild ist für so viel Geld ersteigert worden. In einer berühmten Performance von ihr im Guggenheim Museum in New York trugen ihre Mannequins nichts als eine Bikini und Schuhe von Tom Ford. Aber stellen Sie sich vor, was ist der Guggenheim Museum? Da muss man erst in die Tür reinkommen. Und was die Beecroft macht, die verlangt auch alles, was teuer und kompliziert und aufwendig ist. Er ist der Zeichner schlechthin. 37 mal 27, wunderschön eingerahmt. Da kommt kein Ungeziefer rein. Das ist alles abgesiegelt. Keine Angst, das kommt nicht so in der Post. Also wir lassen die Luft raus sozusagen am Ende und dann verpacken das und dann schicken wir das gleich zu Ihnen. Unglaublich. Und das kostet, ich halte es. Es kostet 14.000 Euro. Dieses Kunstwerk können Sie jetzt erwerben. Es können Sie kaufen. Sie können direkt anrufen, wenn Sie weitere Fragen haben. 0221 2848 118 ist die Telefonnummer von unserer Service-Hotline. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Okay, Christian, was war das jetzt schon wieder? Es war eine Einladung, auch von der Messe. Und da gab es eine Freistelle, sozusagen ein Messestandplatz. Katrin Lutz hatte mich damit eingeladen für. Ich habe jetzt gerade den Namen allerdings vergessen, wie dieser Ort, also wie dieses Konzept. Es gibt ja oft in Messen, auch in der Freeze gibt es einen bestimmten Bereich, wo die eigentlich auch Freeze Projects, also Sachen machen, die jetzt nicht sofort gleich diesen kommerziellen Aspekt haben müssen. Und da haben sie mich gefragt, ob ich eine Idee hätte für diesen Ort. Und ich habe dann Galerie oder Galerien angesprochen. Ich mag ja gerne TV-Formate. Und eins der TV-Formate, in denen ich auch schon lange davor interessiert war, war dieses QVC und Verkaufs-Shopping-Programme. Und auf eine Art passt das natürlich auf eine Messe, einfach weil das über das Mediale, über das Fernsehshopping oder Internet-Shopping eben auch mit Waren handelt und Sachen in den Vordergrund stellt und präsentiert. Und zwar auch mit einer gewissen Performance. Der Robert Dahlke, der da vorne moderiert, die arbeiten beide für QVC. Sie ist für
Klar TV heißt das, glaube ich, und er ist bei QVC. Und die haben sich aber schon öfter auch gegenseitig ergänzt und auch schon zusammengearbeitet. Und die hatte ich dann in die Messe selbst eingeladen und hatte andere Galerien gefragt, ob sie nicht Kunstwerke geben wollen, die ich da verkaufen kann. Da aber nicht so viele kamen, habe ich dann meine Galerie Maya Keiner in Wien gefragt, die auch dort vor Ort einen Stand hatten. Und so gab es noch eine Menge tolle Kunstwerke, die präsentiert. Auch Liam Gillick war dabei und viele gute Künstler, die Werke abgegeben haben. Und die wurden da versucht zu vermitteln. Und in dem Zusammenschnitt sieht man jetzt nicht, dass am Ende sich das Video selbst verkauft. Am Ende hält er die DVD, so hat man damals noch Videokunst verkauft. Die hält er in der Hand und preist sie als das Kunstwerk, was wir jetzt alle erfahren und beschreibt die Kommunikation, um die es dabei geht. Es sind aber auch davor bei einer Arbeit von Franz West telefoniert sich wirklich eine Fernsehzuschauerin dazu in das Studio und fragt nochmal nach dem genauen Preis, weil sie jetzt nicht wusste, ob das Modell ist oder eine große Gartenskulptur. Und also es passiert eine Menge, auch im Zufall und auch über die Optionen, dazugewonnenen Optionen, die durch das Online, durch das Streaming und das Einwählen mit Nummern sich ergibt. Es mussten natürlich die Moderatoren gebrieft werden. Es geht darum, denen möglichst viel über den Kunstbegriff der jeweiligen Künstler zu erzählen. Und ja, es sind so kam es dazu und dann plötzlich war es da. Nadja, wir sozusagen als professionelle Kommentatoren von Kunst, wie fühlt sich das an, das jetzt mal auf diese Weise zu sehen? Ist man vielleicht auch, wenn man immer Katalogtexte schreibt, ist man vielleicht auch so eine Variante davon eigentlich? Ja, also ich würde es jetzt anders formulieren. Ich würde sagen, wir sind Vermittler oder Übersetzerinnen von Kunst. Könnte man vielleicht da auch, sagen wir mal, recht vage sagen, aber ich sehe da schon noch einen großen Unterschied. Was wir aber tatsächlich machen, also wenn man einen Text schreibt, transformiert man natürlich was Visuelles oder Auditives oder Performatives in ein komplett anderes Medium, nämlich das der Schrift oder des Wortes. Und das ist, finde ich, auch oft ein Behelf. Und es ist natürlich, also neben dem eigenen Sprachduktus und der Interpretation und wie man es einbettet, natürlich auch, ja, sagen wir mal, etwas, wo auch immer eine Lücke entsteht. Also das kann man einfach nicht abbilden, weil das ein anderes Medium ist. Also ich würde es als Vermittlung sehen und als Angebot und manchmal als Erklärungsmodell. Und das, was aber wir versuchen natürlich auch die Kunst irgendwie an Mann, an die Frau zu bringen. Und das macht dieses Fernsehformat natürlich auch. Also es gibt zwei Ebenen, auf der ich das betrachte. Erstens, dieses Hängenbleiben auf diesen Shopping-Centern oder Shopping-Formaten, wenn man mal durch das Fernsehen zappt, passiert mir das öfter, dass ich davor sitze und denke, tolles Produkt, wieso besitze ich das eigentlich nicht? Also, dass ich dann wirklich so eine Art Begehrlichkeit bekomme. Und gleichzeitig hat es natürlich auch so ein bisschen was von einem Auktionswesen. Man bietet am Telefon auf Kunst, die man gar nicht wirklich sieht. Und also nicht physisch sieht oder im Original, sondern per Telefon bietet. Und aus dieser Mischung natürlich perfekt eingebettet in den Ort, nämlich der Art Cologne, finde ich das schon irgendwie eine interessante Arbeit, der bestimmt sehr gut funktioniert hat. Ich finde, man darf jetzt auch, das sehe ich jetzt gerade das erste Mal beim Zugucken jetzt mit dem, was wir im letzten Jahr erlebt haben oder in diesem Jahr alles erlebt haben. Also als das eben vor, keine Ahnung, 12 Jahren gemacht war es auf eine Art noch, in Anführungsstrichen, absurder, auf diese Art und Weise Kunst zu verkaufen. Wenn man aber sieht, was sich in den letzten Monaten getan hat von Messen, die online sind, von ganzen Galerien, die digital nachgebaut worden sind, in denen dann wiederum Kunstwerke gehängt worden sind, als ob man da durchgehen würde und die da hätte sehen können. Also diese ganze Form, was sich auch in der Vermittlungsarbeit, die auf eine Art glaubwürdiger, also scheinbar glaubwürdiger wird. Ich finde, natürlich wirkt es plump und komisch, wenn er sagt, es kommt da kein Ungeziefer von hinten rein. Natürlich wissen wir aber auch, dass die Galerien, die es irgendwie wissen, die sparen jetzt nicht gerade beim Rahmen. Ja, das ist klar. Auch das beeindruckt die Inszenierung. Und natürlich ist auch, egal was für ein Produkt der Mensch kaufen will oder nicht, eine Form der Verknappung, ja, immer ein Anreiz davon, noch was haben zu wollen, bevor es zu spät ist. Das ist eigentlich so eine bleibende Wahrheit oder ja, das ist auch unsere Beschaffenheit. Und deswegen kann man auf eine Art
mag man vielleicht auch John Dahlke, den Moderator, belächeln oder manchmal ist es als Absurdes, aber gleichzeitig finde ich es auch ein Parallelbild zu dem, was man überall auch beobachtet. Es ist nicht so viel anders. Es werden raffiniertere oder was heißt raffinierte, es werden andere Wörter gebraucht. Natürlich spricht man dann nicht gleich sofort von Kunden oder gut, die Amerikaner sagen auch gleich, my clients are coming. Ihr wisst, was ich meine. Das ist auf eine Art diese Begrifflichkeit. Wenn man den Kontext oder das System wechselt, davon lebt ja oft meine Arbeit, dass ich versuche, zwei Welten auf eine Art zusammenzubringen und so gibt es eine gegenseitige Revitalisierung oder es findet was statt, wo man merkt, den Begriff hätte ich nicht benutzt, aber der bringt bei mir ein neues Bild über einen bekannten Zustand nochmal her. Und ja. Was ich aber auch denke, was du gerade gesagt hast, Elke, bei Texten, und ich habe dann das Wort Übersetzungsarbeit verwendet. Eigentlich, weil die Zahlen, die da aufgerufen werden, und man sieht ja auch die Verblüffung oder irgendwie das Staunen der einen Moderatorin, die ja auch viel über diese Preise spricht, dass es auch eine Übersetzung von Kunst in Zahlen gibt. Also halt einfach ein monetärer Wert festgelegt wird. Das ist ja, ich meine, die Kunst ist ja wirklich die einzige unter den kulturellen Formen, sage ich mal. Also das ist ja wirklich etwas, was sie von allem anderen unterscheidet, von Theater, von Literatur, dass sie eben diese Warenförmigkeit annimmt. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Formen, wie Künstler und Künstlerinnen darauf reagieren. Also manche versuchen das zu ignorieren, manche versuchen sich gerade nicht zur Ware zu machen, indem sie das Werk immateriell werden lassen, es auflösen, indem sie die auch zur Programmatik machen. Andere setzen sich offensiv damit auseinander. Also ich finde das immer wahnsinnig interessant. Und ich finde, dass aber diese Arbeit schon da ziemlich exzeptionell ist darin, wie offensiv sie einfach diesen Business-Charakter der Kunst da aufgreift und auch dann ja auch sichtbar macht. Ich finde das auf jeden Fall toll, oder? Es ist auf jeden Fall was Ungewöhnliches. Ja, das sehe ich genauso. Ich sage jetzt nicht, dass ich toll bin. Nee, auf keinen Fall. Aber du könntest ja sagen, ich meine, also wie fühlt sich denn für dich dieser Business-Aspekt an? Also ist das was du eigentlich auch, findest du das nur interessant? Findest du das manchmal auch nervig? Oder also wie ist es für dich als Künstler, dich so zu bewegen in diesem Business-System? Also es führt ja kein Weg dran vorbei. Es ist auch nicht so, dass es macht Spaß, auch Geld zu verdienen. Es ist auch ein gutes Gefühl, dass irgendwas gewertschätzt wird und dass man dafür etwas bekommt. Ich habe das ehrlich gesagt immer als einen auch Normalzustand angesehen. Also ich bin im Kapitalismus aufgewachsen und das heißt aber auch nicht, dass es nur darum geht. Ich finde, dass diese klare Zuordnung, dass man nur einen Schubkasten aufmacht und sagt, das ist jetzt kommerzielle Kunst und das ist die Kunst, die jetzt intellektuell relevant oder man sagt ja auch, es gäbe die Kuratorenkünstler und es gäbe die Galeriekünstler. Ja? Und auf eine Art finde ich, weiß nicht, das macht man sich ein bisschen einfacher, wenn man sagt, es muss so sein und es ist so. Ich glaube nicht, dass dem so ist. Ich glaube, dass die meiste Kunst, die mich interessiert, die finde ich auch in Galerien, aber ich finde sie auch in Ausstellungen und von Kuratoren ausgesucht. Ich glaube, ich wäre vor beiden skeptisch, wenn es eine reine Galerien und reine, es gibt nichts, also ich finde es schwierig, für mich gibt es diese Schubladen nicht, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ja. Ich bin ja davon, ich fühle mich damit ja eingebunden auch. So ähnlich wie ich einen Gegenüber brauche, der einen wahrnimmt, fühlt man sich auch wahrgenommen, wenn jemand dafür sagt, gut, ich wertschätze das und in dem Moment, wo ich könnte ja Kunst verschenken, aber oft ist es auch, mit dem Schenken ist es auch nicht unbedingt gesagt, dass es von jemandem dann auch geschützt und geehrt wird auf eine Art. Also dass man merkt, das hat auch einen Wert. Man gibt dem auch einen Wert durch einen Preis. Ja, das ist, was ich geschenkt kriege. Ich habe selber gemerkt, ich habe viele Werke auch von Freunden geschenkt gekriegt mal und keine Ahnung, nach ein paar Umzügen sage ich, hoppla, wo ist denn da eigentlich das Werk und das Werk? Und auf eine Art geht es mir mit zwei Werken, die ich mal gekauft habe, da weiß ich immer, wo die sind. Und
Ja, ich weiß auch nicht genau. So ein bisschen spüre ich, dass es auch gut tut, dass es nicht alles umsonst gibt. Nadja, wie entsteht der Wert der Kunst? Das ist eine große Frage, oder? Also ich würde sagen, es hat schon Angebot und Nachfrage, aber vielleicht erstmal muss man ganz grundsätzlich eine Sichtbarkeit generieren, was schon schwierig genug ist. Und also zum Thema Galerien und Kuratorinnen, Künstlerinnen ist es schon so, dass ich halt denke, der erste Schritt ist gemacht, wenn man eine hohe Sichtbarkeit erzielt und dann es schafft, dass darüber gesprochen wird. Und dann kommt, glaube ich, das andere automatisch. Und irgendwann ist es dann tatsächlich, glaube ich, Angebot und Nachfrage, beziehungsweise ab einem gewissen Preissegment können einfach viele gar nicht mehr mithalten. Und dann wird es sowieso recht explosiv. Und was ich manchmal schade finde, ist, dass tatsächlich gesagt wird, dass die Arbeit einen gewissen Wert hat und ab einem gewissen Preissegment, finde ich, ist es eigentlich irgendwie fast fiktiv, ob es jetzt 10 oder 20 Millionen ist, ist einfach eine Dimension, die wirklich, kaum noch greifbar ist. Und da muss man halt irgendwie fragen, sind 10 und 20 Millionen, wie rechtfertigen die sich? Und dann geht es halt um Exklusivität. Und dann passiert eigentlich das, was man am Anfang sich wünscht, nämlich, dass das Werk sichtbar ist, wandert dann vielleicht irgendwie in sehr exklusive Privatsammlungen, vielleicht auch irgendwelchen Privathäusern, wo man vielleicht gar nicht mehr rein kann. Und das ist dann schade. Also ich glaube, dass der Wert der Kunst sich erstmal bis zu einem gewissen Zeitpunkt steigert, eigentlich fast natürlich, und irgendwann abstrakt wird. Und ich glaube, das kann man nie ganz aufschlüsseln. Also ich wage nicht, das zu tun, sondern ich kann mir nur diesen Hergang so erklären oder ich begründe ihn so. Ja, ich finde aber auch immer, dass diese ganzen Prozesse eben sehr, sehr spannend sind, auch zu beobachten. Und ich muss schon gestehen, ohne das jetzt zu verurteilen, finde ich es aber immer wieder ein tolles Motiv, sich das so klar zu machen. Was heißt das, damit zu hantieren, mit Auktionsergebnissen zu hantieren? Was heißt das, wenn ganz bestimmte Leute mitbieten und weiter anonym bleiben, um bestimmte Preise zu halten? Was heißt das auch, so eine Politik, auch so eine Finanzpolitik hinter sich zu haben, die einfach auch bestimmte Künstler dorthin platziert und da auch ein Interesse hat, dass ihr Investment sich da nicht verändert. Also das hat auch sehr viel auch mit Tabus zu tun, über was man da redet und wie man darüber redet. Aber ich muss gestehen, auch ich habe so oft gehört, dass viele Künstler das so abtören, dass man auf Messen durch die Gegend geht und sich das anguckt. Mich hat das immer interessiert. Ich bin immer gerne über eine Messe und habe da Leute getroffen und mir Arbeiten angeguckt, auch wenn sie da eng in kleinen Buden zusammen nebeneinander hingen. Und mich hat das auch interessiert, wo geht das weiter hin, wo gehen Werke hin und wer steht daneben? Und dieses Modell, man bringt ein Werk in der Galerie und der Galerist vermittelt dann zu irgendeinem Sammler, war eigentlich in der Form, wie ich es erlebt habe, oft eine Durchmischung. Es war dann so, dass man auch bei der Party nach der Messe dann plötzlich den Sammler noch in der letzten Bar noch getroffen hat und da auf einmal dann das Werk noch verkauft wurde oder so. Es war oft auch ein Miteinanderhandeln, einen größeren Zusammenhang, nicht so ganz klar von einer Hand in die nächsten, sondern es ist eher so ein Milieu, eine Zusammenwirken von auch Menschen und Energien und auch Momentum in einem Ort, an Ort ein Statement zu machen, was sich kommuniziert, wie du schon sagst, ja auch, dass dieses Reden in dem Moment, die Aufmerksamkeit schon was Wichtiges ist. Jetzt lass uns noch auf dein allerjüngstes Werk eingehen. Sender and Receiver, Sender und Empfänger. Kannst du 2 Sätze dazu sagen, bevor ich einmal kurz da reinschalte? Ja, das war entstanden jetzt im Frühjahr und war für die Bangkok Biennale entstanden. Und auf einmal waren diese ganzen Reisemöglichkeiten nicht mehr gegeben durch Corona etc. Und ich habe dann, wie viele auch, natürlich viel Nachrichten gehört, weil man auch so unsicher war, was ist eigentlich da in der Welt gerade los, was spukt da um die Weltkugel, kann man sagen. Und dann kam die Diskussion zu systemrelevanten Personen. Und da wurde ich auf eine Art wieder wach. Wir haben jetzt gesehen, dass ich oft mit Berufen zusammengearbeitet habe, von dem Magier bis zu dem Tarotkartenleser, jetzt bis zu den QVC-Moderatoren etc.
Und systemrelevant hat mich erstmal, ich kannte den Begriff gar nicht und dachte, okay, das sind tatsächlich die Leute, denen ich jetzt noch in dieser Phase sehr begegnet bin, den Paketzusteller oder meiner Apothekerin hier gleich unten. Und habe angefangen, die zu interviewen und mit denen Gespräche zu machen. Und kam dann auf die Idee, dass diese Engel der Pandemie, dass ich die gerne einschleusen möchte in verschiedene Medienformate. Und so habe ich nach Partnern gesucht. Ja. Mhm. Und eins davon, da gucken wir jetzt rein, das hat sehr viel Ruhe gemacht. Wird aus dem Augenblick geboren, die feine Schwingung des Tons, die Stimmung, in die er hineinkommt. Alles ist dann im Hier und Jetzt. Und trotzdem haben die großen Orchester der Welt oft tiefe, tiefe Wurzeln, eine lange Tradition. Das London Symphony Orchestra ist 116 Jahre alt, die Wiener Philharmoniker und die New York Philharmonics um die 180 Jahre. Und dann gibt es noch Ausnahmeerscheinungen, die ältesten Orchester der Welt. Die Staatskapelle Berlin ist fast so alt wie die 3 anderen zusammen. Schier unglaubliche 450 Jahre. Man muss deeskalieren, es erstmal auf die ruhige Schiene versuchen. Verstehen, wo das Problem liegt. Oft kommt das aus dem Nichts. Man muss lernen, mit sowas umzugehen. Man wächst daran. Ein echter Busfahrer lässt den Kopf nicht hängen. Und es geht den Berg auch irgendwann wieder rauf. Barenbäum, alles Männer. Sorry. Stefanie Gargosch stellt... Ja, das ist wirklich so gelaufen in den Tagesthemen. Wer ist der Typ, der da reinkommt? Das ist ein Busfahrer aus Mainz. Toll. Also es sind jedes Mal, ich habe dann von der Soko Leipzig bis auch bei Bild TV, es sind, glaube ich, 8 verschiedene Formate, die ich aufgesucht habe. Und für mich ist es, natürlich spukt es irgendwie in den Medien. Natürlich war erst dieser Anzug, den die alle tragen, eine Auflage, um überhaupt mit denen ins Studio zu gehen. Ihr wisst ja auch selbst, dass viele Filme unterbrochen wurden. Viele Filmsets haben ganz dicht gemacht. Das waren eine Auflage, um überhaupt nah an andere zu kommen. Auch diesen Ganzkörperanzug, der sich dann hinterher jetzt auch fast anfühlt wie ein Kostüm und auch auf eine Art die Personen, die da drin handeln, auch ein bisschen anonym erscheinen lässt, aber die auch dann eben, ja, es ist das Engelkostüm, haben wir es irgendwann bei uns genannt. Es ist gleichzeitig, waren 2 andere Ideen, die da reinspielten, war, dass Bangkok Stadt der Deven, das heißt also Stadt der Engel genannt wird. Und diese Stadt der Engel hat mich zu Wim Wenders Himmel über Berlin habe ich mir den Film mal wieder angeguckt und fand eben schön diese Form der Übertragung und dass eine Art von Virus oder eine Art von Übertragung stattfindet. Also das Sender und Receiver natürlich genauso auf die Übertragung von Corona zu verstehen, als auch, was man versteht von dem Rezipienten, was jetzt sendet plötzlich dieser Systemrelevante durch den Mund von Klaus Kleber, weil Klaus Kleber hat live im Heute-Journal, eine halbe Stunde vorher im Heute-Journal, diesen Originaltext des Busfahrers eingesprochen. Und wir haben live vor 3,5 Millionen, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber 3,5 Millionen Zuschauern, ohne Vorankündigung sozusagen diesen Engel erscheinen lassen. Der kommt und spukt. Klaus Kleber tut unbeeindruckt, aber die Sendung gelingt insofern, dass die Gedanken, das Statement des Busfahrers hörbar ist. Und es ist hier auch ein besonderes Segment, weil viele Segmente waren dann auch nach dem Dreh nochmal eingespielt. Die wurden nicht unmittelbar im Fernsehen gezeigt. Andere Segmente wurden gezeigt, aber ohne die Audiospur. Also sieht man nur plötzlich ohne Kontext auf einmal so einen Vollvermummten durchlaufen, wie den Supermarktkassierer von Edeka bei mir gegenüber, der Björn. Den habe ich mitgenommen zu Aspekte und der marschiert dann hinterm Jo Schück auf einmal lang und Jo Schück guckt den an, ohne so zu tun, als ob er den überhaupt registriert. Also da habe ich ein bisschen mich inspirieren lassen durch diese Szenen auch bei dem Himmel über Berlin. Aber es ist natürlich auch unkontrolliert. Das Wichtige ist auch da, dass was Unkontrolliertes passiert. Man weiß nicht, wie wer reagiert und wir haben auch nicht viele Takes gehabt, sondern es schreibt sich was ein. Jetzt
Zeitgenössische Kunst ist ganz oft einfach so eine Technik der Kontextverschiebung, oder? So dass dann ganz viele Sachen sichtbar werden. Nadja, wie würdest du dieses Werk kommentieren? Also ich finde es ehrlich gesagt, auch wie eben wieder viele andere deiner Arbeiten, Christian, dass ich finde, sie fängt den Zeitgeist einfach extrem gut ein, denn plötzlich bekommen diese Menschen, diese systemrelevanten Menschen, auch ein Wort, was ich erst in Corona-Zeiten gelernt habe, eine Stimme und werden plötzlich beklatscht und trotzdem ändert sich eigentlich an deren Situation relativ wenig. Und diese ganzen O-Töne oder sagen wir mal, diese Menschen, die jetzt plötzlich irgendwie ein Gewicht oder eine Stimme bekommen, das zeigt sich eigentlich, finde ich, sehr plastisch, indem diese Worte diesen öffentlichen Menschen in den Mund gelegt werden und dadurch halt das Sprachrohr von den weiterhin prominenten Menschen, die sagen dann was und wertschätzen auch zumindest verbal die Arbeit dieser systemrelevanten Menschen und das spiegelt es irgendwie ganz gut wider. Und gleichzeitig erinnert es halt, du hattest vorhin das Stichwort versteckte Kamera eingeführt. Gleichzeitig erinnert es auch so ein bisschen daran, dass man denkt, irgendwie spielt man diesem Moderator oder diesen Menschen, die vor der Kamera stehen, auch einen Streich. Ja und nein. Bei mir oft sind es Komplizen. Weil ich muss auch sagen, der Klaus Kleber hat wirklich etwas riskiert. Da ist was passiert. Auch innerhalb der ZDF wurde was losgetreten, was man gar nicht genau nicht ahnen konnte. Das wäre beinahe live unterbrochen worden von Programmchefin im ZDF, weil die nicht alle eingeweiht sind. Das ist natürlich auch ein großer Laden. Und wenn da jemand sowas macht und auf einmal in so eine Sendung jemand von hinten reinläuft, sieht das alles so wie versteckt und lustig aus. Was das sozusagen auch was das für ein Momentum war, an der richtigen Stelle da zu sein und auch Klaus Kleber zu überzeugen, der auch ein bestimmtes Sendungsbewusstsein hat und auch ein Standing und auch ein Verständnis für Kunst hat. Ich finde ja, also er wagt auch was. Es zeigt auch, dass man für Kunst was wagen muss. Es ist ja einfach, hinter Sachen zu kritisieren, ist auch völlig legitim, Sachen zu kritisieren. Aber natürlich, wenn man kritisiert, man muss auch zu Sachen mal Ja sagen und dazu, dass es nicht perfekt ist, Ja sagen. Und mir geht's mit den Texten, die ich ausgewählt habe, beim Busfahrer, sprach der Busfahrer im Interview darüber, über die Eskalation im Zusammenhang mit vielleicht Betrunkenen oder auch einer gereizten Gesellschaft, die zu Corona-Zeiten da reingeht, wo dann auch viele Streitereien geschehen sind. Und ich fand diese Parallelität des Schicksals interessiert mich dabei. Weil möchte man zum Beispiel in der Haut von Spahn stecken oder von einem Moderator so etwas jetzt in der Gesellschaft zu moderieren, was da für Entscheidungen jetzt getroffen werden, dieses Unwissen in der Corona-Zeit, was genau los ist und was das Richtige ist. Dass man deeskalierend wirkt, auch indem man einen Sachverhalt komplex darstellt, nicht nur in Schwarz- und Weiß-Bildern. Und also für mich spricht das beides durch, dass man merkt, das sind auch so Menschheitsschicksal, das teilt einfach sehr viele Leute miteinander. Und egal in welchem Metier man dort arbeitet, sieht man was da, was sich auch dort auch bei, in Anführungsstrichen, Medien-Celebrities widerspiegelt. Ich meine, ich hatte das niemals gedacht. Es ist ja auch einer dieser Episoden, der Jens Spahn wirklich dabei. Ich hatte ja mit Bild TV Kontakte und auf einmal sagt er zu mir, ja, in 2 Wochen kommt übrigens Jens Spahn bei uns ins Studio. Und ich dachte erst, der macht jetzt einen Scherz mit mir, dass er denkt, unser Gesundheitsminister würde mit mir Kunst machen. Aber es hat sich gar nicht als Scherz rausgestellt. Und trotzdem braucht es viel Glück und Momentum, um so etwas zu machen. Und man kann natürlich auch so eine Geschichte sehr einfach jetzt erzählen, dass man sagt, man gibt den Systemrelevanten hier ein Forum. Ja, lobhaft, Applaus vom Balkon, auch also lobhaft von mir. Ich sage natürlich, ich habe auch gleichzeitig einen Instinkt dafür, dass dieser simple Slogan, die Systemrelevanten eine Stimme zu geben, auch von mir ein Instrument ist, Sachen zusammenzubringen. Ich sage nicht, dass das unschuldig ist. Ich sage auch nicht, dass ich das nur für die Systemrelevanten mache. Ich mache es am Ende für die Kunst. Ich mache es nicht alleine für den Busfahrer. Mich freut, dass der Busfahrer da steht. Aber ich mache es nicht, um allein jetzt nur für die Systemrelevanten die Flagge hochzuhalten. Obwohl ich meine, dass ich schlecht bezahlt bin, obwohl ich sie schätze. Aber mir geht es eigentlich um die Kunst und um diesen Clash. Ich möchte, dass da was aufeinander fällt, aufeinander stößt.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine der Arbeiten dieses Jahres irgendwie. Es gibt wenige Arbeiten, die das so zeitgenössisch und auf den Punkt aufgenommen haben. Und außerdem, ich meine, wir machen uns ja oft gar keine Vorstellung, wie sehr wir eigentlich in einer winzigen Minderheit sind und dass man mal mit zeitgenössischer Kunst so viele Menschen erreicht. Ist ja völlig unwahrscheinlich, dann ist man noch in der Bild-Zeitung, das ist schon krass. Also ich finde das schon sehr bemerkenswert. Ich bin froh, dass wir da jetzt noch, dass wir es noch gesehen haben, dass die Ausstellung im Fluentum in Berlin, die läuft auch noch, so Gott will, wenn alles wieder aufmacht, ist die im Dezember noch dran, ne? Mhm, ja. Ich Genau. denke, es wird auch, wir werden es, ich meine, es ist noch unter Vorbehalt, aber es kann sein, dass wir es ein bisschen verlängern. Ja, aber gucken wir mal. Mhm. Ja, naja, und jetzt hat ja auch die Kuratorin der LBBW-Sammlung noch einen Blick drauf geworfen. Vielleicht ist das ja was für die nächste Ankaufsrunde. Now we are talking. Aber das machen wir jetzt offline. Das machen wir jetzt online natürlich. Wir legen doch Strukturen hier auf. Das stimmt, das muss ja alles offengelegt werden. Nein, aber da wir jetzt schon genau eine Stunde reden und wir vorher vereinbart hatten, weil wir ja unsere Rahmenbedingungen brauchen in der Kunst und weil wir ja immer alles genau nach Konzept machen, machen wir jetzt konzeptmäßig diesen Talk. Wir müssen ihn beenden. Es tut mir total leid, weil es war richtig schön. Also ich könnte echt, ehrlich gesagt, wirklich noch endlos einfach immer so Sachen angucken und dann drüber reden. Ich finde das ein ganz tolles Format. Vielleicht sollten wir einfach mal so eine Abendshow oder so planen. Das machen wir dann zur nächsten Art Cologne. Da gibt es noch ein bisschen Musik dazwischen, vielleicht ein paar Kekse oder so. Also ich würde sagen, wir perfektionieren das Format, melden uns wieder und naja, bis dahin danke ich euch ganz herzlich. Also Nadja Ismail, Christian Jankowski, das war ein toller Talk und wir sehen uns alle, wenn man sich wieder sehen kann. Dankeschön, Elke. Und tschüss, Nadja. Tschüss, Christian. Tschüss, Elke. Dankeschön. Tschüss alle zusammen. Ja. Tschüss alle. Ciao. Tschüss.